Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend und einmal tief durchatmen, Hand aufs Herz. Wer hätte gedacht, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der EM nicht nur ihre Gruppe übersteht, sondern sie gewinnt und zumeist spielerisch überzeugt. Heute im dritten Spiel gegen den wohl stärksten Gruppengegner, die Schweiz, taten sie sich allerdings schwer. Zwar traf Andrich in der 17. Minute, das Tor wurde dann aber wegen eines vorangegangenen Fouls nicht gegeben. 11 Minuten später erzielte die Schweiz dann das 1:0. Deutschland also erstmals im Rückstand bei diesem Turnier. Und dann, als wahrscheinlich schon viele gedacht haben, das wird nichts mehr, trifft Füllkrug in der Nachspielzeit in der 92. Minute. Was für eine Zitterpartie, aber was soll's? Ein Unentschieden, 2 Siege bedeuten den Gruppensieg. Und wie gut dieser Erfolg tut, diese EM, dieses kurzzeitige Abschalten von Dingen und Problemen, die einen sonst so beschäftigen, zeigt uns Peter Böhmer. Eigentlich hat die EM ja schon einen Europameister. In der Disziplin gute Laune dürften die Holländer kaum zu schlagen sein. Ihr Links-Rechts-Shuffle, Lebensfreude pur. Schaut euch die ganzen Leute hier in Leipzig an. Eine riesige Party. Endlich mal was Positives für die ganzen Leute. Hier kommen wir wirklich alle zusammen. Besser geht's nicht. The Germans are so gemütlich, freundlich. Ja. Es ist die Europameisterschaft der Fanmärsche. Der niederländische Lindwurm vorneweg. Dazu Österreicher, Spanier, Ukrainer, Türken und Portugiesen, wie hier in Dortmund. Das Wetter natürlich, heute war auch super Wetter. Und natürlich für uns, dass Portugal weiterkommt, aber auch, dass alles friedlich bleibt. Das ist die Botschaft. Auf jeden Fall, was die Fans hier machen, das klappt alles gut. Die Fans sind sehr friedlich und die Polizei hat alles hier im Griff, deswegen passt alles. Rüber nach Berlin, Österreich gegen Polen. Kleine Probleme zuweilen bei der Völkerverständigung. Holland will win. Holland? Ja, Polen? Polen? Ah, du bist ein Pole! Ja, Das ist wirklich eine unglaubliche Aufbruchsstimmung für ganz Europa. Es ist ein beste Zusammenhaltsgefühl für diesen ganzen Kontinent. Wir haben Freunde gefunden von Schottland, von Polen, egal von wo. Es gibt kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Und die Freundschaft zeigt sich auch auf den Straßen. Die sozialen Medien erzählen schöne Geschichten vom Geben und vom Nehmen. Und die Deutschen? Große Fanmärsche gab es bisher nicht, was sich ja je nach Erfolg noch ändern kann. Und doch scheint sich die bisher so harmonische Europameisterschaft in schwierigen Zeiten positiv auf die Fanseele zu legen. Man merkt jetzt, wie alle so ihre Sorgen von den Schultern ein bisschen ablassen und jetzt gerade ist EM-Fieber und man merkt schon, also alle haben Spaß, ich habe Spaß und das ist doch die Hauptsache. Ich glaube, dass man da einfach total zusammenwächst so und dass das irgendwas ist, was dann die ganze Nation verbindet und ja nicht nur Deutschland. Also ich denke, das verbindet auf jeden Fall. Ja, natürlich auch, dass wir alle zusammen feiern und über Grenzen jetzt einfach die Freude am Fußball gewinnt. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das jetzt vielleicht was bringt, dass man ein bisschen näher wieder zusammenrückt. Also alles Paletti bei der EM in Deutschland. Nicht so ganz, wenn die Fans nämlich nicht pünktlich zum Spiel kommen. Insgesamt war es schon sehr zäh, würde ich sagen. Es gab einige Verspätungen. Bis zu 4-5 Stunden war es dann schon. Da braucht es wohl Ruhe und Gelassenheit, so wie es vielleicht die Schotten ausstrahlen bei ihrem Fanmarsch. Komme, was da wolle. Und über diese Stimmung, die Leistungen der DFB 11 und die Bedeutung darüber hinaus will ich jetzt mit einem sprechen, der Jahrzehnte für das ZDF reportierte und kommentiert hat und wahrscheinlich alles über Fußball weiß, was es so zu wissen gibt. Bela Reti, schönen guten Abend. Hallo Dunja. Bela, einmal unentschieden, 2 Siege. Kurze Einordnung von dir zur spielerischen Qualität bis hierher. Bis hierher gut, heute nicht. Gündogan sagte, dass das also die schlechteste Leistung war.
Aber Niklas Füllkrug hat gesagt, dass so ein hart erkämpftes Unentschieden die Mannschaft möglicherweise weit bringen wird. Also man hat fast in jedem Turnier irgend so ein Gurkenspiel drin. 2014 gegen Algerien, 16 gegen Italien, Elfmeterschießen. Man läuft ja nie butterweich durch 7 Spiele im Optimalfall. Also Gruppensieg, alles okay. Vielleicht hilft der Dämpfer ja dann auch noch mal, damit noch mal ein bisschen mehr Schub reinkommt in die Mannschaft. Villa, im Vorfeld gab es ja sehr viele Diskussionen über das Trikot, darüber, wer eigentlich zu dieser Mannschaft gehören darf und wer nicht. Nagelsmann hat es ja geschafft, dass sich das Team davon offenbar nicht wirklich irritieren lässt. Die 11, beziehungsweise es sind ja 26. Jenseits mal der sportlichen Qualität, welche gesellschaftspolitische Bedeutung hat dieses Team für dich? Es hat eine Vielfalt, aber die politischen Themen, hat man gelernt aus Katar, hat man auch möglichst weggelassen aus dem Turnier. Also Nagelsmann hat auch schon gelernt bei Bayern, war ja der beste Mediensprecher eigentlich, hat dieses Thema einfach wegmoderiert nach dem Motto, jetzt können wir über alles reden, vorher, hinterher, aber währenddessen lassen wir es einfach mal weg. Und die gesellschaftliche Bedeutung ist groß, auch gerade was diese Umfragen angeht, was die Vielfalt der Mannschaft angeht. Aber sie hat sie nur stärker gemacht. Gündogan spielt sein bestes Turnier, also abgesehen von heute, seit langer Zeit. Und diese Kritik oder diese Anfeindungen haben ihn vielleicht noch besser gemacht. Nur ein Beispiel für viele. Mhm. Manche reden ja jetzt schon vom Sommermärchen 2024 in Anlehnung an 2006. Damals tolle Stimmung, super Gastgeber. Deutschland wurde im Ausland dann anders gesehen. Und bei uns hat es auch zu so einem neuen Wir-Gefühl geführt. Du warst damals überall dabei, bist es jetzt auch. Siehst du Parallelen? Kann das nachhaltig wieder was verändern? Ich war selbst auf einer Fanmeile gewesen, vor 3 Tagen in Düsseldorf und hatte so eine Art Déjà-vu. Auf einmal ging die Sonne auf, als das Spiel begann. Die Fans waren begeistert, eine Riesenstimmung. Ich habe die Augen zugemacht und mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in diese Zeit in Deutschland 2006. Ich glaube, das gesellschaftliche Bild ist inzwischen ein anderes. Also die Leute waren damals entspannter. Ich hoffe, bin nicht sicher, dass diese Nachhaltigkeit dann noch ein bisschen anhalten wird nach dem Turnier. Schön wäre es auf jeden Fall, wäre uns allen auch zu wünschen. An der Organisation, wir haben es auch gerade ein bisschen schon gehört, wird ja viel kritisiert. Lange Wartezeiten, Beschriftungen fehlen, Hinweise nur auf Deutsch, Verkehrschaos, Verspätung. Selbst Philipp Lahm, der EM-Turnierdirektor, hing in der Bahn fest und kam dann zu spät zu einem Spiel. Ist das nicht so richtig gut von der UEFA und auch von Deutschland organisiert? Gut, Organisationsweltmeister sind wir nicht mehr. Dass die Bahn seit Jahrzehnten sich kaputt spart und heute die Verantwortlichen das eben lösen müssen, das wissen die Leute im Ausland nicht. Dass wir viel mit Bargeld zahlen müssen, nicht mit Kreditkarte, wissen sie auch nicht. Also das hat vielleicht auch einen gewissen Charme. Es wurde auch sehr Positives berichtet in der New York Times, neben diesen kritischen Punkten. Die Städte seien schön, die Restaurants seien toll, die Menschen seien nett. Das ist das, was am Ende übrig bleibt. Vielleicht sollten wir uns auch manchmal mehr auf das Positive konzentrieren. Bela, zum Schluss, du hast ja viele Spieler und Trainer kommen und gehen sehen, viele Turniere begleitet. Was glaubst du, wie weit kann dieser Kader es bringen bei dieser Heim-EM? Also so ein Spiel, was man heute noch gerade gebogen hat, kann viel bewirken. Der Knackpunkt, glaube ich, wird das Viertelfinale. Möglicherweise ist der nächste Gegner im Viertelfinale, wenn man das Achtelfinale übersteht, Spanien. Das wird ein Berg. Wenn man den bestiegen hat, dann ist alles möglich. Wenn man Spanien ausschalten würde, theoretisch wird Deutschland Europameister. Wenn nicht, dann kann man sich beim Abstieg überlegen, was schiefgegangen ist. Aber es wäre das beste Turnierergebnis seit dem Halbfinale in Frankreich 2016 bei der EM. Bela Retis Blick in die Glaskugel, dann hoffen wir mal, dass du recht behältst. Danke dir. Ja, Deutschland nach dem Unentschieden jetzt also Gruppenerster und trifft nun im Achtelfinale am Samstag, übrigens live hier bei uns im ZDF, auf den Zweiten der Gruppe C. Da ist noch alles offen, wer es werden könnte. Und alle weiteren Informationen finden Sie natürlich bei uns auf ZDF heute. Fans der Politik kommen ab heute wieder in den Genuss längerer Gespräche, denn ab heute gibt es wieder die sogenannten Sommerinterviews. Seit rund 36 Jahren werden sie geführt, übrigens auch ohne Sommer, aber immer mit den Parteispitzen der im Bundestag vertretenen Fraktionen sowie mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler.
Kanzler. Und ähnlich wie im Fußball würde man sich auch hier mitunter weniger Rumgeeiere und mehr Tiki-Taka, also flottes Kurzpassspiel und Klartext wünschen. Ob das Kanzler Scholz in der ARD und ZDF-Chef Merz im ZDF geliefert haben, Mathis Feldhoff. Es sind noch 10 Wochen bis zu den Wahlen in Ostdeutschland. 10 Wochen, die für Friedrich Merz, seine Partei und die Demokratie wichtige Weichen stellen könnten. Im ZDF-Sommerinterview prophezeit der CDU-Chef, dass es nicht ganz unwahrscheinlich sei, dass SPD, Grüne und FDP in Thüringen und Sachsen an der 5%-Hürde scheitern. Wir können im Osten auch auf Platz 1 liegen. Vorausgesetzt, die Parteien der politischen Mitte einigen sich dieses Mal darauf, schon im ersten Wahlgang die CDU zu wählen. Eine andere Option gibt es nicht. Das heißt, Sie empfehlen, die anderen werden keine Rolle spielen. Ein Verzicht zugunsten der CDU? Die CDU alleine gegen die Populisten? Was sich Friedrich Merz da als neue Aufstellung im Osten ausgedacht hat, überrascht. Die viel wahrscheinlichere Notwendigkeit, ein Bündnis mit der neuen Kraft Sarah Wagenknecht, hält er für nicht möglich. Sie äußert sich in einer Art und Weise, wo ich sage, da schließe ich eine bundespolitische Zusammenarbeit mit ihr aus. Was auf der landespolitischen Ebene nach diesen sehr schwierigen Landtagswahlen jetzt im Herbst passiert, das müssen zuerst die Landesparteien entscheiden. Doch diese Entscheidungsgewalt mussten die CDU-Verbände hart einfordern. Der Thüringer Mario Vogt stellt sogar fest, beim Bündnis Sarah Wagenknecht sei mehr Realitätssinn drin als bei den Linken oder manchen Teilen der Grünen. Es ist das Tasten nach der richtigen Strategie. Alexander Dobrindt, CSU-Chef im Bundestag, versucht es mit dem Holzhammer, wenn er Ukraine-Flüchtlingen mit Zwangsausweisungen droht. Es muss jetzt, über 2 Jahre nach Kriegsbeginn, der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der Westukraine. Die etablierten Parteien stehen mit dem Rücken zur Wand. Auch Kanzler Scholz räumt im ARD-Sommerinterview ein, dass die Ukraine-Politik ein Problem im Osten ist. Es ist schon so, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht einverstanden damit sind, dass wir die Ukraine unterstützen, die auch nicht einverstanden damit sind, dass wir Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Und das schlägt sich auch unter anderem in den Wahlergebnissen nieder. Aber da gibt es aus meiner Sicht nicht die Alternative, dass wir das jetzt ändern. Eine Lage, in der auch Friedrich Merz steckt. Der Ukraine-Krieg in Zweit-, Ost- und West-CDU mit Ministerpräsident Kretschmer etwa beim Thema Militärhilfe. Michael Kretschmer und ich, wir sind in dieser Sachfrage unterschiedlicher Meinung, aber das halten wir beide gut aus. Es gibt einen Konsens und den stellt niemand in Frage. Wir müssen diesem Land weiter helfen. Die Europawahl, die Teilung Deutschlands in Schwarz und Blau hat die Politik tief geschockt. Den Kanzler und auch Friedrich Merz. Der stellt sich die Frage, die fast wie ein Offenbarungseid klingt. Das ist eine Frage, ob wir den Osten nach 30 Jahren, 35 Jahren Mauerfall gut genug integriert bekommen und ob wir umgekehrt aus dem Westen heraus, und wir sind hier nun wirklich, wir beide hier im tiefsten Westen, ob wir den Osten gut genug verstanden haben. Die CDU sucht nach einer neuen Erzählung für sich, für das Land und vor allem für den Osten Deutschlands. Und Friedrich Merz ist natürlich CDU-Chef und war im ZDF zu Gast. Die weiteren Interviews finden Sie im ZDF bis zum 8. September, jeweils sonntags, da finden die statt. Olaf Scholz hatte heute noch einen anderen Programmpunkt zu absolvieren und damit, Gundula, beginnen deine Nachrichten. Ja, Argentiniens Präsident Milei war zu Gast in Berlin. In dem einstündigen Gespräch mahnte Bundeskanzler Scholz gesellschaftlichen Zusammenhalt als Maßstab für Sparmaßnahmen an. Bei allen Reformen gehe es um Sozialverträglichkeit, erklärte Scholz. Einig waren sich Milei und Scholz in Bezug auf das Freihandelsabkommen zwischen EU und den lateinamerikanischen Staaten, das endlich umgesetzt werden müsse. Vor dem Kanzleramt gab es Proteste gegen Milei und seinen radikalen Sparkurs für Argentinien. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zum Abschluss seiner China-Reise Europa aufgefordert, sich für den Wettbewerb mit China besser aufzustellen. Er warnte aber vor Extremen. Nötig sei auch Zusammenarbeit und da seien Trägheit und Nachlässigkeit keine Alternative. Im chinesischen Hangzhou erklärte Habeck, auch Europa müsse, wie andere große Nationen, einen Plan haben, wo man in 20, 30 Jahren hinwolle.
Die russischen Angriffe im Osten der Ukraine dauern an. Erneut wurden in Charkiw Wohnhäuser beschädigt. Laut Gouverneur kam ein Mensch ums Leben. Auch Energieanlagen wurden wieder getroffen. Die Stromausfälle mehren sich. Zugleich hat das ukrainische Militär die von Russland annektierte Krim angegriffen, nach russischen Angaben mit US-Raketen vom Typ Attackams. Dabei seien 5 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Angesichts wachsender Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts in Nahost reist Außenministerin Baerbock morgen nach Israel und dann auch in den Libanon. Unterdessen ermittelt die israelische Armee gegen eigene Soldaten. Sie sollen im Westjordanland einen verletzten Palästinenser als menschlichen Schutzschild auf eine Motorhaube gebunden haben. Gestern Abend beteiligten sich in Tel Aviv rund 150.000 Menschen an der bislang größten Protestkundgebung gegen Ministerpräsident Netanyahu. Nachdem bei der diesjährigen islamischen Pilgerreise Hadsch wegen der Hitze viele Todesopfer zu beklagen waren, hat Saudi-Arabiens Gesundheitsminister jetzt eine konkrete Zahl genannt. Mehr als 1.300 Menschen seien gestorben. Über 80% seien nicht autorisierte Pilger gewesen, die etwa keine Hotelzimmer hatten, um der Hitze zu entkommen. Nach den Unwettern in der Schweiz ist eine der 3 vermissten Personen tot aufgefunden worden. Die Suche nach 2 weiteren Menschen gehe weiter, so die Kantonspolizei Graubünden. In den vergangenen Tagen hatte es im Misoxtal heftige Regenfälle gegeben, in deren Folge es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kam. Die Autobahn A13 über den San Bernardino-Pass, eine wichtige Ausweichroute für den Ferienverkehr, wird für unbestimmte Zeit nicht befahrbar sein. Und wir blicken jetzt auf die Folgen, die die schweren Überschwemmungen vor 3 Wochen im Süden Deutschlands angerichtet haben. Es gibt ja erhebliche Zerstörungen, insbesondere entlang der Donau. Und während die Aufmerksamkeit quasi weiterzieht, die Berichterstattung abnimmt, leiden die Menschen vor Ort weiter unter den Folgen. Viele Äcker und Wiesen sind weitestgehend zerstört und damit dann auch die Ernte. Patricia Schäfer. Es war einmal ein Maisfeld. Knapp 3 Wochen nach dem Hochwasser geht Landwirt Thomas Seidle über den Acker, auf dem die Pflanzen jetzt normalerweise kniehoch stehen würden, satt und grün. Wir stehen jetzt hier vor einem leeren Acker. Da lässt nur noch die Spuren vom Mais erahnen. Die Pflanze, die ist abgestorben. Man lässt sie nur noch an den braunen Pflanzenkrümel noch erkennen. Und am Feldrand sieht man nur noch, dass ein paar Maispflanzen übrig sind. Aber das ist keine Ernte. Ein Totalschaden für diesen Acker. Das Saatgut futsch, dazu der Dünger, die geleistete Arbeit und natürlich der Ertrag. Alles dahin. Man hat natürlich auch schon andere Hochwasser miterlebt. Da war es halt natürlich nur ein paar Mulden, sagen wir mal 10 bis 20% von einer Fläche, wo betroffen war. Bei der Fläche, die war jetzt ganz unter Wasser, ist natürlich der Mais erstickt im Wasser. An vielen Stellen steht es noch immer. Eine traurige Seenlandschaft. Thomas Seidle und sein Großcousin Albert vom Nachbarhof, 2 von 3000 Betrieben in Bayern, die laut Bauernverband betroffen sind. Es war einfach zu viel Wasser von allen Seiten. Erst der Starkregen, dann das Hochwasser der Donau und übergelaufene Kanäle, dazu das Grundwasser, das von unten nachdrückt. Wir haben auch im Keller Wasser gehabt, das war jetzt von Schaden her, das war jetzt nichts. Also, aber das war eine Nebensache. Weil das Herz hängt einfach an unsere Felder, nicht jetzt irgendwie Haus und so, sondern in erster Linie unsere Acker, das tut uns weh. Ein Schaden, auf dem sie größtenteils sitzen bleiben. Denn im Ackerbau gibt es Versicherungen gegen viele Gefahren. Aber Hochwasserschäden durch Überflutung sind nicht versicherbar. Schlimm getroffen hat es auch die Kartoffeln. Manche sehen zwar noch ganz gut aus, aber nur auf den ersten Blick. Normalerweise, wenn man die Kartoffel ausgräbt, dann ist die ganze Damm ist nur eigentlich durchwurzelt vor lauter weiße Wurzeln. Der geht runter bis 1 Meter und da ist natürlich nichts mehr los. Das ist eine Notkartoffel, da ist nur Wasser drin, da ist keine Stärke drin, der hebt auch nicht. 300.000 € hat Thomas Seidle diese Saison bereits in seine Flächen gesteckt, sagt er. Maximal 50.000 € Soforthilfe gibt es vom Freistaat Bayern. Den Schätzer dafür muss der Landwirt selbst zahlen. Vom Bund und der EU kommt bisher keine Unterstützung für die hochwassergeschädigte Landwirtschaft. Bis man nächstes Jahr erntet, gehen 1,5 Jahre rum und hat eigentlich kein Geld eingenommen, muss aber trotzdem seine Festkosten am Betrieb wie Versicherung, Schlepperkosten, Werkstatt,
Pflanzgutkosten, wieder alles wieder vorstrecken eben und dann vielleicht in guter Hoffnung zu sein, nächstes Jahr eine ENTN zu fahren. Der junge Landwirt will weitermachen, aber viele aus seinem Umkreis überlegten, ob sie den Familienbetrieb der Eltern nach diesen Schäden noch übernehmen wollen, sagt er. Dass ein Krieg brutal ist, ist unbestritten. Dass im Krieg aber auch gewisse Grundsätze gelten, eigentlich auch. So ist beispielsweise die Tötung von Zivilisten, die gezielte Zerstörung kritischer Infrastruktur, aber auch Folter oder die Hinrichtung von Soldaten verboten. Und dennoch werden diese Regeln immer wieder gebrochen. Laut einer Audioaufnahme, die einer ukrainischen Zeitung vorliegt, soll jetzt ein russischer Befehlshaber seine Truppen dazu aufgefordert haben, keine Gefangenen zu machen und ukrainische Soldaten zu enthaupten. Das Ganze soll sich in der Region Donezk abgespielt haben. Dort, also in dieser Region, ist für uns zurzeit Katrin Eigendorf unterwegs. Und in ihrem Bericht geht es jetzt um Drohnen und um künstliche Intelligenz. Wir müssen uns durch dichtes Gebüsch schlagen. Versteckt in einem Waldstück treffen wir die Soldaten des 14. Regiments. Sie alle gehören zu einer Eliteeinheit, die hochspezialisierte Drohnen einsetzt. An diesem Tag sind sie in der Region Donezk. Wir sind nur 10 Kilometer von russischen Stellungen entfernt. Es ist eine seltene Gelegenheit, neueste Kriegstechnologie im Einsatz zu sehen. Doch wir dürfen die Drohnen nicht aus der Nähe zeigen. Wir haben entlang der ganzen Frontlinie in jedem Bataillon eigene unbemannte Flugobjekte. Und als erste in der Welt haben wir spezielle Truppen dafür geschaffen. Um die Drohne zu starten, müssen sie auf das offene Feld. Ein gefährlicher Moment, denn gerade erst waren 2 russische Orlan-Aufklärungsdrohnen über dem Gebiet. Die Aufnahmen, die die Drohne liefert, sind verblüffend präzise. Über Handy erhält Ivan Anweisungen aus der Kommandozentrale. Das Ziel der Mission kennen sie nicht, aber ihre Bilder dienen dazu, Ziele präzise aufzuspüren, die dann von einer anderen Einheit angegriffen werden. Vernetzte Kriegsführung. Nicht weit entfernt wartet eine andere Gruppe des 14. Regiments auch auf eine Anweisung der Kommandozentrale, um ihre Kampfdrohnen einzusetzen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt waren alle Kriege ganz anders. Alles hat sich jetzt geändert. Jetzt geht es um einen Wettbewerb der Technologien. Es geht um viel mehr als Drohnen. Künstliche Intelligenz liefert enormes Datenmaterial für militärische Strategien. Satellitentechnik und Störsender werden rasant weiterentwickelt. In einem Video haben die Soldaten festgehalten, wie sie die Kampfdrohnen von einem Pickup starten. Immer mehr Ziele werden inzwischen direkt von Drohnen getroffen. Aber auch Russland arbeitet an der Entwicklung neuer Technologie. Arkan, der eine Ausbildung als Drohnenpilot gemacht hat, sieht, wie sie alle, hier eine große Chance in den neuen Technologien. Damit kann man auch Ziele auf russischem Territorium treffen. Damit kann man den Mangel an ballistischen Raketen und Marschflugkörpern kompensieren, über die wir im Moment nur in begrenzter Anzahl verfügen. Doch auch die Gefahr wächst, wie wir selbst wenig später erleben. 2 russische Gleitbomben fliegen auf das Gebiet zu, sofort stürzen alle in den Schützengraben. Jederzeit müssen sie mit Angriffen rechnen, da hilft auch Technologie wenig. Und Ablenkung erst recht nicht. Die tut aber manchmal dann doch ganz gut. Vielleicht haben die Soldaten ja verfolgt, dass die Ukraine bei der EM noch alle Chancen hat, weiterzukommen. Und heute, Gundula, mussten aber erst einmal die Fans der Herzen ran. Die von Schottland gegen Ungarn. Zeitgleich zum Spiel der Deutschen gegen die Schweiz war das die andere Partie in der Gruppe A am Abend. Und da haben die Ungarn ihre Chancen aufs Achtelfinale gewahrt. Mit einem späten 1:0-Sieg. In der 10. Minute der Nachspielzeit traf Chabot, der kurz zuvor eingewechselt worden war. Ob 3 Punkte reichten zum Weiterkommen als einer der Drittplatzierten, das zeigt sich am Mittwoch nach allen Vorrundenspielen. Für Schottland jedoch heißt es nun heimfahren.
Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat das Tennisturnier im westfälischen Halle gewonnen. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Polen Hubert Hurkacz in 2 Sätzen durch. Und in der Formel 1 hat Weltmeister Max Verstappen mit einem Sieg beim Großen Preis von Spanien seine WM-Führung ausgebaut. Der niederländische Red Bull-Pilot feierte bereits den 7. Saisonerfolg und steuert auf seinen 4. WM-Titel in Folge zu. Hinter dem 26-Jährigen belegte der Brite Lando Norris im McLaren den 2. Platz. Rang 3 sicherte sich Lewis Hamilton im Mercedes. Und was nächste Woche neben der Fußball-EM unter anderem wichtig ist, Björn Weidner über Wahlen und Posten. Wer wird die EU-Kommission führen? Wer wird Ratspräsident? Wer Außenbeauftragte? Ab Donnerstag, knapp 3 Wochen nach der Europawahl, soll ein EU-Gipfel Klarheit über das Spitzenpersonal schaffen. Kompromisssuche bis zum späten Abend nicht ausgeschlossen. In der Nacht auf Freitag werden sich Donald Trump und US-Präsident Biden in einem ersten TV-Duell gegenüberstehen. Beide müssen Unentschiedene überzeugen, geeignet für das Amt zu sein, trotz laufender Gerichtsverfahren oder hohen Alters. Ein zweites TV-Duell soll es im September, knapp 2 Monate vor der US-Wahl geben. Nach dem Tod von Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz wählt der Iran am Freitag einen neuen Präsidenten. Ein moderater Reformer und 5 konservative Hardliner sind zur Wahl zugelassen. Dass sich am Kurs des Landes etwas ändert, glaubt kaum jemand. Am Sonntag wählt Frankreich ein neues Parlament. Präsident Macron hatte es aufgelöst, nachdem seine Liberalen bei der Europawahl den Rechtsnationalen von Marine Le Pen unterlegen waren. Der Plan, mit Neuwahlen das Mitte-Bündnis zu stärken, könnte auch scheitern. Umfragen sehen das Macron-Lager nur auf Platz 3. Und das Wetter in dieser letzten Juniwoche wird überwiegend sommerlich. Morgen scheint meist die Sonne. Nur im Osten und Südosten kann es auch mal mehr Wolken geben. Es bleibt aber überall trocken bei 20 bis 27 Grad. Die nächsten Tage werden mit Höchstwerten von bis zu 31 Grad sehr sommerlich. Allerdings kommen von Süden her Gewitter auf, die am Donnerstag auch die Mitte erreichen. Wir haben vorhin mal gesagt, mehr Positives. Also der Sommer kommt, das ist erstmal herrlich. Und nicht nur für die Fußballfans, kommen Sie gut in die neue Woche. Wir sehen uns dann morgen hier wieder zur gewohnten Zeit um 21:45 Uhr in der Halbzeitpause des Spiels Kroatien gegen Italien. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Tschüss.